Die Metropolen, die wir besuchen, sind Luxor, Karnak im Süden, Kairo und Memphis im Norden. Dazwischen ist wüstes Land der Felachen mit skurrilen Bauungetümen in felsig heißer Wüstenlandschaft, die man lieber nicht erlebte. Auf der Fahrt ins heiße Wüstenklima schnell noch einen erfrischenden Einkauf tätigen für exotische Frische. Unser Mohammed hat mit seiner Crew zum Abschied unserer schönen Dahabeer-Nilfahrt ein Musik- und Tanzfest im Beduinenzelt organisiert. Es war ein Genuss mit dem freundlichen Team und wir versprechen wiederzukommen. Eskortiert von der allgegenwärtigen Polizei erreichen wir auf der Wüstenstraße unsere erste Pyramide, Meidum. Die ist Pharao Snofru um 2600 vor der Zeit zugeschrieben. Aus der Ferne hat man den Eindruck, es mit einem stufenförmigen Tempelturm zu tun zu haben. Und das liegt wohl daran, dass der Außenmantel, der das Bauwerk pyramidal ummantelt hat, im Lauf der Jahrhunderte weggebrochen ist. Er liegt jetzt als Tura, Kalkstein, Schuttgürtel um sie herum. Den Gang ins Innere der Pyramide müssen wir rückwärts und gebückt gehen. Über Leitern, da steigen wir in die Pyramidenkammer mit ihrem Kraggewölbe. Fledermäuse sausen um unseren Kopf. Meine Hände, die ertasten grobe, ungeglättete Steinquader nebeneinander. In ihren Zwischenräumen sehe ich Verglasungen. Was brachte hier Quarze zum Schmelzen? Mitten im heißen Wüstensand steht einsam ein steinerner Sarkophag. Wie der dorthin kam? In Saqqara stelle nicht nur ich viele Fragen. Das Interesse an den alten Kulturen begann in Europa in der sogenannten romantischen Zeit, als im 18. Jahrhundert Expeditionen in die Welt gesandt wurden, um Exotik nach Haus zu bringen. Mumien wurden als Vitalelixier verkauft, der Louvre Paris stellte riesige Obelisken auf und jeder, der etwas auf sich hielt, hatte eine Sammlung von skuriosen Ausgrabungsgegenständen zu Haus. Museen gaben Aufträge für Exotiksammlungen, die auf Schiffen gebracht wurden. Manche versanken wegen ihrer Schwere. Einzig der Bart der Sphinx ist im Londoner Museum zu bestaunen. Im Süden Kairos erreichen wir das archäologische Ausgrabungsareal von Saqqara. Diese endlose 9 Quadratkilometer große Wüstenlandschaft ist ein riesiges Freilichtmuseum aus Grabanlagen, Mastabas, Pyramiden, unterirdischen Schächten und Tempelkomplexen. Jeder, der etwas auf sich hielt, ließ sich in Saqqara bestatten, nahe den Pyramiden. In dieser ältesten Nekropole der Antike, sie gehört inzwischen zum UNESCO-Weltkulturerbe, mit dem unterirdischen Serapeum und der Stufenpyramide, die ist Pharao Djoser zugeschrieben, da ließen sich über 4000 Jahre lang Könige und Noble bestatten. Ihre Schätze sind noch weitläufig von Wüstensand bedeckt. Die Stätte von Saqqara, die ist so alt und weitläufig, dass viele Archäologen davon ausgehen, noch weit mehr zu finden. Dort wird ständig ausgegraben und immer neue Tempel und Kostbarkeiten entdeckt. Dort liegt der berühmte Pyramidenkomplex der Stufenpyramide vom König Djoser, Netjerkhat, himmlischer Körper. Er wird als ältester Monumentalbau Ägyptens aus der 3. Dynastie genannt. Netjerkhat nannte sich selbst nicht Djoser. Schön gearbeiteter Edelsteinschmuck für die Frauen, nur für ein Backschisch. Und Ägyptens bester, sattschwarzer Mokka der Welt, zur Stärkung für den Hardcore-Wüstentrip. Die Archäologen graben im Zeitdruck gegen die allgegenwärtige Grabräuberei. Unser Ägyptologe Ahmed erzählt uns von verschütteten Schatzgrabräubern auf der Suche nach Altertümern
über die unterhöhlte Bauten zusammenbrachen und sie verschütteten. Durch Stein und Wüste stapfen wir zu Professor Ahmeds eigener Ausgrabungsstätte. Er und sein Team entdeckten dort den farbprächtigen, liebevoll bemalten Sarkophag der schönen Altägypterin Erut, der 26. Dynastie. Ihr Gesicht ist von den beschützenden Flügeln des Horusfalken eingerahmt. Der Vater der Archäologie, Flinders Petrie, war einer der ersten, der 1897 eine Röntgenaufnahme einer ägyptischen Mumie im Anatomischen Institut der Uni London durchführen ließ. Zur damaligen Zeit erschien dies als ungewöhnliche Herangehensweise der archäologischen Forschung. Inzwischen wird die praktische Methode der Durchleuchtung benutzt, um eine Zerstörung der Mumie zu verhindern, und es können Besonderheiten der Knochenstruktur und DNA-Material festgestellt werden. Dann stoßen wir auf die Mastaba des hohen Beamten und Statthalters Prinz Sabu, Atjemer Horsebashet, Verwalter von Horus, Stern der Götterschaft, aus der ersten Dynastie, ca. 3000 vor der Zeit, Sohn des Pharaos Anedjeb, mit seinen wunderschönen farbigen Reliefs. Der Brite Emery fand in 1936 neben seinem Sarkophag eine seltsam filigrane Scheibe aus Stein. Die war von den Grabräubern als wertlos zurückgelassen. Leider waren auch die schneller und hatten sich der anderen Schätze bemächtigt. Man wusste nicht so recht mit dem Fund anzufangen und ordnete ihn sicherheitshalber Kultgegenständen zu. Eigentlich meinte man damit, wir haben keine Ahnung, was das ist. Das filigrane Gebilde aus brüchigem Schiefergestein, das ging seitdem von Hand zu Hand. Es wurde mal als Blumenvase tituliert, als Öllampe, Schwungrad für Vivamas und fürs Bierbrauen entfremdet. Sollte das ein Alltagsgegenstand sein? Wieso baut man so etwas Filigranes aus einem Material von porösem Gestein, das äußerst schwierig zu bearbeiten ist? Sein brüchiges Material, es würde bei jeder Schwingung zerbrechen. Mit unserem technisch gewohnten Auge wirkt der kuriose Fund in seiner Mitte eine Radnabe und an 3 Stellen nach innen gebogen wie ein Antriebsaggregat. Irgendwie schien dieses Objekt in einem Grab eines Adligen aus der ersten Dynastie fehl am Platz. War die Scheibe gar ein Teil eines Mechanismus, eines Wasserpumpenmechanismus, wie manche vermuten? In 2022 testet Airbus Flugzeugbau in Hamburg die rotationssymmetrische Scheibe im Windkanal. Die Flugzeugingenieure fanden sie untauglich für ein Propellerteil, weil sie beim leichtesten Anstoß zersplitterte. Bei der Rotation, da tauchten spezifische Klangwellen auf. Das ist der sogenannte Blumenhalter, ausgestellt im Kairoer Museum. Wer hat das merkwürdige Objekt wie so schön gefertigt? Wieso fand man nicht mehr davon und baut es aus einem Material, das so spröde wie Schiefer ist? Ich meine, im heißen Klima wäre etwas kühlende Luft angebracht und fände die Idee einer Rotationsscheibe als Gebläse gar nicht schlecht. Die Scheibe ist inzwischen als Relikt in aller Munde. Bionikexperten der Uni Bremen, die an Mikrokieselalgen für Leichtbau-Fahrräder forschen, die fanden, die Scheibe ähnle einer riesigen Kieselalge. Das führt unwillkürlich zur Frage, wie konnten die Altägypter eine Zehntelmillimeter messende Alge sehen? Kieselalgen, fand man heraus, binden Stickstoff und bauen Plastik in den Meeren ab, was eine vorzügliche Eigenschaft ist. Was ist das? Ein Korb? Das seltsame Objekt sieht für mich wie ein PlayStation-Controller aus. Ein nicht definierbares Objekt aus Schiefer, direkt neben der Sabu-Scheibe im Kairoer Museum ausgestellt.
und als Korb tituliert. Es gibt so viele Geheimnisse, die die Ägyptologie bis heute nicht enthüllen kann. Archäologen sind mit den Erfordernissen, die für die Erforschung der komplexen Anlagen erforderlich sind, überfordert. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von Bau- und Messtechnikern, Geologen, Astronomen, Chemikern, Physikern und anderen würde diesen altertümlichen Städten gerecht werden. Zurzeit erforschen die Tübinger Eberhard-Karls-Uni und die Freie Uni Berlin das historische Saqqara. Seit 2023 gibt es in der Wüstenlandschaft Saqqara ein wunderschönes Kleinod an Museum. Das ist dem Architekten Imhotep, der in Friede kommt, der 3. Dynastie um 2700 vor der Zeit gewidmet. Dort steht auch ein Modell der Saqqara-Pyramide mit ihren vielen unterirdischen, kilometerlangen Gängen, die in den Fels getrieben sind. Imhotep war eine prominente Figur dieser Zeitepoche und ein hoher Würdenträger. Als intelligenter Mann, da nutzte er uneingeschränkte Möglichkeiten, sich in Medizin, Astronomie, Physik und Architektur auszubilden. Er war Hohepriester im Tempel des Sonnengottes Re in Heliopolis, Echnatons Tel el Amarna. Als Hohepriester war er ausgezeichnet in Kräuter- und Alchemiekenntnis. Sein Ruf bei den Menschen gelangte bis zur griechischen Elite und zeichnet ihn als Sternendeuter, Heilschriftkundigen und ausgezeichneten Arzt aus. Frauen mit Kinderwunsch, die wandten sich an ihn. Er war bekannt in Entsterilisation zur Kinderzeugung. War der außergewöhnlich gebildete Imhotep eventuell eingeweiht in Wissen der Mysterien vordynastischer Zeiten? Diese Statuenbasis trägt die Titulatur des Königs Djoser und Imhotep-Siegel Iripat, Mitglied edler Elite, ein Prinzenrangtitel von hoher Abstammung. Die Inschrift Die beiden Brüder des Königs von Unterägypten lässt ihn als Bruder des Pharao Djoser erscheinen. Zeit seines Lebens genoss Imhotep große Verehrung beim Volk. Nach dem Edwin Smith Papyrus weiß man, dass er in Legenden als Heilgott verehrt wurde. Im Tempel von Karnak, da ist ihm eine Kapelle gewidmet. Imhoteps Ruhm, das reicht bis in heutige Tage. In der Antarktis trägt der Mount Imhotep seit 1960 seinen Namen. Wenn Imhotep Möglichkeiten hatte, sich in der 3. Dynastie Altägyptens zu schulen, woher kam das Wissen dieser Schulen? Was war davor, außer den einfachen Naquata-Resten der Steppenbewohner? Plötzlich stampften sich akkurate Pyramiden aus der Erde. War der außergewöhnlich gebildete Imhotep eventuell eingeweiht in Wissen prädynastischer Zeit? Gab es dort Fähigkeiten, die später vergessen waren? Die Hieroglyphen-Hungernotstele auf der Nilinsel Sehel zeigt Djoser beim Dankesopfer an Gottheiten für die Beendigung einer langen Jahre dauernden Hungersnot. Sein Berater und Bruder Imhotep, der renovierte davor den Khnum-Tempel, wie er ursprünglich vorgesehen war. Danach kam der Regen und die Dürre hörte auf. Wusste Imhotep um die Mechanismen der alten Städte und konnte sie wieder beleben, so dass die ihren ursprünglichen Sinn und Zweck erfüllte, die Wetterphänomene neu zu regeln? Nach der Inschrift macht das ganz den Eindruck. Wäre es heute sinnvoll, für die Belebung der Wüste die alten Tempel wieder zu renaturieren, um dem Land seinen landwirtschaftlichen Reichtum zurückzugeben? Jedoch scheint das wertvolle Wissen verloren.
soll es durch das milliardenteure GEM, Großes Ägyptische Museum beim Gizeh-Plateau, ersetzt werden? Als Architekt wird Imhotep als rechte Hand des Pharao die Planung der Stufenpyramide seines Bruders, des Pharao Djoser, nachgesagt. In dieser Pyramide wurden bei seiner Ausgrabung Berge von feinst gearbeiteten Alabaster- und Steinkrügen hoher Härtegrade gefunden. Manche sind mit Königsnamen der ersten und zweiten Dynastie beschriftet. Sie sind perfekt gedrillt, rotationssymmetrisch mit integrierten Henkeln, manche hauchdünn. Man hat diese Artefakte mit Scantechnik analysiert und sie zeigten dabei Genauigkeiten im Millimeterbereich, vergleichbar zu moderner Industrietechnik. Die Ingenieure und Steinmetze, die sie untersuchten, die waren sich einig, dass diese Präzision nicht mit Handarbeit erreicht werden kann. Flinders Petrie, der schrieb noch vor der Technischen Revolution in 1883, die Dioritschalen und Vasen vom Alten Reich zeigen große technische Fertigkeiten. Die Vasen haben einen leicht gewölbten Boden, so dass sie kaum den Boden berühren. Sie stehen wie auf einer Eisspitze. Beim Drehen swirrte eine Vase und kam wieder in ihre Ausgangsposition zurück. Sie war perfekt ausbalanciert. Ich erinnere mich an griechische Amphoren, die unten spitz zulaufen. Bei ihnen, da will man den Bodenkontakt vermeiden, wegen besserer Haltbarkeit des Inhalts und um den Bodensatz aufzufangen. War das auch hier der Grund oder gab es einen anderen, uns noch nicht zugänglichen? Sakkara ist eine sehr alte prähistorische Stätte. Da waren Tunnel unter der Pyramide, viele Tunnel, an die 30 bis 7 Kilometer lange, in das Kalkgestein getrieben. 50.000 Tonnen Kalkstein wurden dafür aus dem Grundgestein herausgeschnitten. Djoser schien nicht der Erste, der hier baute. Der Komplex, der ist noch nicht vollkommen erforscht. In 2005 hat ein lettisches Team durch Bodenradar mit 3D-Scan-Technik eine Reihe unentdeckter Tunnel und Schächte unter der 62 Meter hohen Stufenpyramide nachgewiesen. Die sind teilweise so eng, dass man nicht durchkriechen kann. Manche tiefliegende Korridorwände sind mit türkis glasierten Fayencekacheln bedeckt. Durch einen der alten Grabräubergänge durch Bodenradar ausgelotet, tasten wir uns in den Untergrund der Djoser-Pyramide. Ihre durch ein Erdbeben abfallende Decke ist in 1900 restauriert. Der Korridor endet 30 Meter tief in der Pyramide. Plötzlich geht es vor uns in Tiefen. Dort, ganz unten, taucht ein weiß leuchtender Alabasterdeckel eines mächtigen Steingefäßes auf. Der war bei seiner Auffindung leer. In der unteren Ebene, da sieht man Öffnungen zu tiefer liegenden Tunnel. Die Zugänge, die gehen in lange Gänge, die noch nicht vollständig ausgegraben sind. Der Ägypter Youssef Ouari erzählt, als Kinder sind wir durch diese Untergrundschächte gekrochen, von Pyramide zu Pyramide. Wer sie je baute, es war leicht für sie, einfach. Sie hatten klar das Wissen und Können, es zu tun. Sie konnten es wiederholt tun. In diesen weit verzweigten Gängen waren die fein gearbeiteten Steinkrüge, die im Imhotep-Museum ausgestellt sind, wie Auffüllmaterial eingebracht. Wer hat sich die Mühe gemacht, diese unterirdischen Gänge mit perfekt gearbeiteten Steinartefakten tonnenweise zu füllen? Zu welchem Zweck? So sieht die Auffindung in 1936 bei ihrer Entdeckung in den langen Gängen aus. Unten sieht man die Tunnel, in denen die präzise gearbeiteten Steinkrüge in Massen gefunden lagen.
Wer diese letztendlich herstellte und mit welcher Technik, ist ein Mysterium. Wer brauchte so viele Steinkrüge? Verstaubt und ausgetrocknet ist es eine Wohltat, in der grünen Oase unseres Domizils anzukommen. Wir klopfen den Staub unseres Wüstentriebs ab. Und ich werf mich in den feuchten, duftenden englischen Rasen, der stetig gewässert ist. Eine Labsal ins weiche, dichte Gras zu greifen, nach der 40 Grad heißen Wüstenerfahrung. Zur Stufenpyramide des Pharao Djoser gehört noch weit mehr. Das weite, tempelumsäumte Areal mit seinen dorisch anmutenden Säulen hat eine Nischengliederung mit Vorsprüngen, die erinnern an mesopotamische Lehmziegelarchitektur. Im gesamten Umfeld verstreut liegen massive Granitblöcke mit perfekt gedrillten Bohrlöchern und exakten Schnittkanten. Es macht den Eindruck, als wäre in unserer Zeit eine Maschinenfirma herumgefahren und hätte diese Löcher eingebohrt. Doch liegen sie schon seit ihrer Entdeckung im 18. Jahrhundert her. Durch eine lange Kolonnade mit Halbsäulen, die anmuten, als hätte der Architekt die griechische Formgebung 2000 Jahre früher vorweggenommen, gehe ich durch einen engen Durchgang aus Granit und zuck zurück. Glatte Wände spiegeln mich in bunten Farben zurück. Die Wand fühlt sich weich und kühl an, wie Porzellan. Die Menschen stehen erstaunt und fasziniert vor diesem Effekt. Da sie nicht bekannt mit den Bearbeitungstechniken und Möglichkeiten von Granit sind, verstehen sie nicht die Ungeheuerlichkeit dieser Erscheinung. Steinquader so glatt zu bekommen, dass Quarz schmilzt und die Poren sich schließen, da braucht es massiv hohe Temperaturen oder etwas anderes, uns Unbekanntes. Fragen stellen ist etwas Ureigenes des menschlichen Fortschritts. Fragen sind das Beste, was wir tun können, um uns weiterzuentwickeln und den Dingen auf den Grund zu gehen. In Ägypten habe ich keine Antworten bekommen, aber umso mehr Fragen gestellt.